typischerweise immer irgendwo mal einen Auftrag. Das heißt, das ist das, was ihr Sales oder Ihre Vorsysteme, irgendwelche CRM-Systeme im System anlegen. Und innerhalb dieses Systems haben Sie natürlich verschiedene Partnerrollen. Diese Partnerrollen, das ist natürlich auch wieder ein Thema, das können dann gleich gegen Compliance Screening geprüft werden, gegen die Exportkontrolle geprüft werden. Das sind dann zusätzliche Services, die auch schon hier auf diesem Auftrag hängen können. Aber das, was wir jetzt machen wollen, wir wollen letztendlich ja mal ein Label erzeugen, beziehungsweise wir wollen einen Versandauftrag erzeugen. Das, was Julia vorher manuell gemacht hat, wollen wir jetzt unter SAP-Bedingungen mit SAP machen und genau dazu legen wir uns jetzt erstmal einen Sofortauftrag. Ja, wenn wir einen Sofortauftrag angelegt haben, wird bei mir im System natürlich gleich die Lieferung erzeugt. Und jetzt muss man sich natürlich in seinem SAP-System überlegen, wo kommen denn bei mir, bei Ihnen die Packinformationen her? Typischerweise, viele unserer Kunden haben einen Packplatz durch den Berater schon im Hause. Viele nutzen noch eine HU-Pass an dieser Stelle. Viele überlegen sich gerade EWM einzuführen oder haben schon EWM eingeführt. Worum geht es im Kern? Es geht darum, an einer bestimmten Stelle in Ihrem SAP-Prozess diesen Auftrag, diese Lieferung letztendlich mit Packstücken zu versehen. Und genau da könnten wir uns zum Beispiel mit einklinken. Das heißt, wir könnten zum Beispiel, das ist wie gesagt nur ein Vorschlag von ganz vielen Möglichkeiten, wo wir sagen, naja, okay, wir hängen uns in so einen Packtisch rein, welcher das da ist da erstmal völlig egal. Und ob der jetzt unter EWM läuft oder hier im S4 oder im Embedded EWM oder wo auch immer, ist uns erstmal da egal. Es ist ein SAP-Packtisch, der Ihnen zur Verfügung gestellt wird. Und hier können wir natürlich ganz normal in dem Standard oder in den Standardfunktionalitäten der SAP uns bewegen oder in der Ihres Anbieters bewegen, wo wir sagen, okay, hier wird halt an dieser Stelle verpackt. Also Material findet seine HU, findet sein Packstück, findet wie immer seine zugehörige Umverpackung, Palette und dergleichen. Jetzt haben wir uns hier schon integriert. Wir könnten jetzt zum Beispiel, wie gesagt, nur eine von ganz, ganz vielen Möglichkeiten sagen, dass wir hier, wenn wir natürlich mit verschiedenen Handling-Units arbeiten und eine Packstück-reine Abwicklung haben, das heißt, wir haben einen Packer, der wirklich jetzt dieses Packstück fertig machen soll. Da können jetzt noch irgendwelche Dokumente an dieser Stelle rauskommen. Da kann aber, und das ist jetzt das, was ich Ihnen zeigen möchte, dann eigentlich das Label erstellt werden. Das heißt, der Packer schließt diese Handling-Unit ab, sagt hier zum Beispiel einfach auf Drucken und jetzt würde dieses Label direkt erzeugt werden. Er würde ja an seinem Packplatz zum Beispiel ein Label haben und da könnte das Label dann direkt für dieses Packstück ausgegeben werden. Er könnte dann ganz normal hier im Prozess die nächste HU öffnen, könnte dann die nächsten Materialien drin verpacken und so könnte er letztendlich die einzelnen Vorgänge abarbeiten und Packstück rein das machen. Das Ganze funktioniert natürlich auch aus einem Versandbüro heraus. Natürlich können Sie auch Frachtaufträge bzw. Lieferscheine im Versandbüro konsolidieren und zu einem bestimmten Zeitpunkt sagen, hey, druck mir für diese Packstücke meine Labels aus und können dann natürlich auch weiterhin diese Labels dann irgendwo in der Packerei abgeben beziehungsweise unten im Lager dann labeln. Auch das ist natürlich noch möglich, je nachdem, wie Sie es wollen, bis hin zu irgendwelchen Applizierern, die das automatisch machen. Also wenn Sie jetzt irgendwelche Online-Versand haben mit Hochvoluminas, die dann über einen Applizierer laufen, dann könnte irgendwo verpackt werden. Das Ganze läuft über einen Applizierer und dann kommt das jeweilige Label für dieses Packstück dann automatisch durch den Applizierer direkt aufs Paket. Was ich Ihnen hier zeigen wollte, ist letztendlich nur eine Möglichkeit, wie sich Carrier Connect bzw. unser Carrier Cloud für SAP in Prozesse integrieren kann, um letztendlich an dieser Stelle zum Beispiel dieses Label zu erzeugen. Wenn wir alles verpackt haben, gehen wir ganz normal im Prozess auf das Speichern oder schließen den Vorgang ab und Sie sehen jetzt hier wurde jetzt ein Versandauftrag erzeugt. Das heißt, jetzt haben wir ein Objekt, das gegenüber dem Service Carrier Cloud für SAP bereitgestellt worden ist und bildet letztendlich jetzt den Versandauftrag.
Was ich hier im System im Hintergrund alles gemacht habe, ist natürlich einiges, ne? Also ich habe dem System natürlich über die Möglichkeiten der ALB schon gesagt, hey, ich habe hier bestimmte Transportdienstleister, ich habe bestimmte Informationen, ich möchte bestimmte Services nutzen. All das ist natürlich hier schon eingestellt und dann kann sowas natürlich komplett automatisiert sein. Und damit haben Sie jetzt die große Breite zwischen kompletter Automatisierung, was wir jetzt hier gesehen haben, bis hin zu dem, was Julia gezeigt hat, dass Sie bestimmte Daten einfach manuell eingeben. Und dazwischen gibt es natürlich noch ganz viele Möglichkeiten, dass bestimmte Kopfdaten zum Beispiel aus dem Vorsystem kommen und sie ergänzen dann in der Anwendung, dass bestimmte Positionsdaten kommen, die aber vielleicht noch nicht vollständig sind, die sie ergänzen, bis hin, dass sie letztendlich ganze Vorgänge komplett automatisiert ausgeben und dann letztendlich einfach Versandlabels aus einem Drucker rauskommen. Ja, jetzt haben wir hier eine Lieferung und jetzt gehen wir einen Schritt weiter und schauen uns mal diesen Versandvorgang an oder Versandauftrag an. Und da werden Sie jetzt gleich ähnliche Oberflächen sehen. Natürlich ist es genau dieser Business Service, den die Julia schon gezeigt hat. Und hier sehen wir dann diesen Business Service, der letztendlich dann auch diesen neuen Versandauftrag hier jetzt uns mit anzeigt, beziehungsweise die ganzen Versandaufträge uns mit anzeigt und letztendlich sagt, okay, hier haben wir jetzt verschiedene Versandaufträge, die jetzt hier in diesem System ja, zu bedienen sind. Die Versandaufträge als solches stehen Ihnen hier im System zur Verfügung. Das habe ich doch hier ist er. Referenznummer 3846, das war den wir gerade angelegt haben. Und wenn wir in diesen Versandauftrag reingehen, dann sehen wir hier auch schon, ich bin schon eigentlich in einem Änderungsmodus. Ne? Ich habe ja schon am Parkplatz das Label erzeugt und dementsprechend habe ich jetzt hier nochmal konsolidiert alle Daten für diesen Versandauftrag. Natürlich können Sie hier auch korrigieren, wenn Sie die Berechtigung haben. Sie könnten natürlich hier reingehen und auf all den Mappen, Versandaufträge, Packstücke, Position, erweiterte Angaben, Versandoptionen, Zusatzleistung, Hinweistexte, da könnten Sie natürlich noch Korrekturen vornehmen oder aber, wenn das System natürlich erkannt hat, hey, Sie haben nicht alle Daten übergeben oder da fehlt noch was, dann müssten Sie die Daten mit dem Assistenten hier an der rechten Seite natürlich noch ergänzen. Somit haben Sie jetzt hier erstmal einen kompletten Versandauftrag und was Sie jetzt letztendlich noch tun müssen, ist letztendlich die Abholung abschließen. Das kann jetzt natürlich auch durch ein Verladetracking passieren, dass das automatisch passiert, dass wenn Sie bestimmte Nummern oder bestimmte Referenznummern, Trackingnummern letztendlich verladen und einen Verladescan machen, dass dann die Abholung automatisch abgeschlossen wird. Es kann aber natürlich auch manuell passieren. Sie können sagen, ich möchte jetzt hier den Versandauftrag manuell abschließen oder es gibt natürlich auch für die gesamten Abholungen so eine Übersicht, die Sie hier haben, wo Sie die einzelnen Abholungen dann für den jeweiligen Tag sehen und letztendlich dann hier auf der obersten Ebene dann diese Abholung öffnen können. Innerhalb der Abholung sehen Sie dann die einzelnen Versandaufträge. Das können natürlich jetzt ganz viele aus den jeweiligen verschiedenen Systemen sein. Das ist jetzt in meinem Fall halt den einen, den wir angelegt haben. Und natürlich können wir dann hier jetzt auch sagen, wir wollen diese Abholung jetzt für diesen Vorgang abschließen. Dahinter werden noch Versandaufträge bzw. Dokumente erzeugt. Das heißt, wir haben hier natürlich, weil wir jetzt über Daxer versendet haben, so ein CRR Daxer, wir haben so ein Daxer Einlieferungsmanifest. Die werden dann erzeugt. Das ist das, was Julia vorher auch in dieser Leistungsbeschreibung zu den Transportdienstleistern schon gezeigt hat, dass Sie da letztendlich sehen, welche Dokumente werden dann bereitgestellt, welche Informationen werden bereitgestellt. Das ist alles hier dann auch mit abgebildet. So kann sich dieser Service relativ einfach in Ihre SAP-Prozesse integrieren. Und wenn wir uns jetzt nochmal so einen Vorgang dann anschauen, sagen wir einfach mal nochmal den Kundenauftrag ändern, gehen da nochmal rein, gehen mal in den Belegfluss. Dann haben wir natürlich hier nochmal die Auslieferung, zeigen uns mal den Beleg an. Und dann können wir natürlich auch hier so schöne Informationen mit reinbringen, wie diese Ereignisübersichten. Zum einen bekommen Sie natürlich von Carrier Connect in SAP auf die jeweilige Auslieferung oder auf das Ausgangsobjekt, aus dem Sie ausgelöst haben, natürlich die Tracking-Nummern zurück, die Master HU-Tracking-Nummer kriegen Sie hiermit zurück und Sie haben natürlich zu diesem Ereignismonitor auch noch weitere Informationen. Das heißt, es kann dann so eine Lieferkette oder so eine Statuskette abgebildet werden. Lieferschein erstellt, Exportdokumente erzeugt, Warenausgang gebucht, ABD erzeugt, AGV, auf das warten wir dann
oder aber dann nachher auch diesen Status dann zugestellt. Also auch hier verschiedene Möglichkeiten, dann mit mit diesem Objekt dann auch in der weiteren Ereigniskette zu arbeiten. Ich kann mal schön gucken, ob wir noch einen anderen Beleg finden. Schauen wir mal in den Zweier. Was haben wir da drin? Da gehen wir nach Paris, genau. Das ist mal ganz gut. Schauen wir mal in den Belegfluss, in die Auslieferung. Schauen uns hier nochmal die Belege an und schauen uns hier die Ereignisübersicht an. Da haben wir jetzt nicht den ABD zum Beispiel, sondern hier haben wir jetzt gesagt, hier möchten wir gelb anfordern, also Gelangensbestätigung anfordern und nachher dann auch Gelangensbestätigung bestätigen. Also auch solche Möglichkeiten bestehen dann hier, dass Sie in Abhängigkeit der Zieladressen dann bestimmte Prozesse anstoßen, wie die Zollprozesse oder in dem Fall halt auch die Gelangensbestätigungsprozesse. Ja, darüber hinaus können Sie natürlich das, was Julia vorher gezeigt hat, auch hier machen. Sie können natürlich jederzeit auch das komplette System hier aufrufen. Sie können natürlich auch hier dann in dieses System reinschauen. Sie haben hier diese Gelangensbestätigungsversandaufträge, die Julia vorher schon gezeigt hat. Sie können natürlich hier auch Ihre einzelnen Paketabwicklungen, Abholung, Packstücke, Versandaufträge monitoren und genau das, was Julia vorher auch gemacht hat, einfach mit neu auch hier einen manuellen neuen Versandauftrag erzeugen, der natürlich dann kein SAP-Beleg als Vorobjekt hat, sondern halt eine manuelle fortlaufende Nummern hat, weil er manuell letztendlich im System erstellt worden ist. Also auch hier viele, viele Möglichkeiten der Integration und der Nutzung innerhalb des Unternehmens. Und wenn Sie sagen, hey, ich habe hier einen Mitarbeiter, der hat gar keinen SAP-Zugriff, naja, dann stellen Sie ihm ganz einfach den Business Service über die Web-URL zur Verfügung. Das heißt, Sie haben dann einfach die Möglichkeit, hier die Web-URL aufzurufen. Er muss sich dann mit seinem Mandanten, Benutzer, Passwort anmelden und bekommt dann die gleichen Oberflächen, die Sie jetzt auch gerade schon gesehen haben. Also er muss dann nicht über SAP gehen, sondern wenn Sie irgendwo andere Bereiche haben, wo halt auch was versenden soll, dann können Sie natürlich auch einfach die Web-Oberfläche nutzen.